Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein leckeres Rezept für einen Nudelauflauf mit Spitzkohl und Speck. Dafür benötigen wir zunächst ein paar Nudeln. Entweder ihr kocht die Nudeln frisch oder nehmt welche vom Vortag und spart euch diesen Schritt. Einen großen Topf mit reichlich gesalzenem Wasser zum Kochen bringen, 400 Gramm ungekochte Nudeln hineingeben und für 6 bis 7 Minuten oder nach Packungsanweisung bissfest garen. Währenddessen kümmern wir uns um die Soße, dafür ein hohes Gefäß hernehmen, dann eine Knoblauchzehe hineinpressen, außerdem kommen 2 Teelöffel Currypulver dazu, 1 Teelöffel Speisestärke, 400 Milliliter Gemüsefond bzw. Gemüsebrühe und dann noch 200 Milliliter Sahne dazu gießen. Alles einmal kurz miteinander verrühren und dann bis zur weiteren Verwendung zur Seite stellen. Sobald die Nudeln gar sind, den Topf vom Herd ziehen, die Pasta über einem Nudelsieb abgießen, abtropfen lassen und dann geht es weiter mit dem Spitzkohl. Dafür eine große Pfanne oder einen Topf ohne Öl oder Fett erhitzen, 150 Gramm Speckwürfel in die Pfanne geben und bei mittlerer bis hoher Hitze und gelegentlichem Wenden für ein paar Minuten anbraten. Währenddessen einen mittelgroßen Spitzkohl, etwa 750 bis 1000 Gramm, mit einem Messer in Streifen schneiden und sobald der Speck etwas Farbe angenommen hat, den Spitzkohl in die Pfanne geben, ruhig jetzt schon mal mit einer guten Prise Salz und frisch gemahlenem Pfeffer würzen und dann bei mittlerer Hitze und gelegentlichem Wenden für ein paar Minuten anbraten, bis der Spitzkohl anfängt Wasser zu verlieren und leicht zusammenfällt. Wenn das erledigt ist, können wir die vorbereitete Soße dazu gießen, alles einmal gut miteinander verrühren, die Soße zum Kochen bringen und dann kommen die abgetropften Nudeln dazu. Die Nudeln ebenfalls kurz unterrühren, alles gegebenenfalls nochmal mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken und so könntet ihr die Spitzkohl-Nudelpfanne im Prinzip auch schon servieren oder aber ihr füllt es in eine passende Auflaufform um, gleichmäßig darin verteilen, dann noch 200 Gramm geriebenen Käse drüber streuen, in diesem Fall geriebener Gouda und so kommt der Nudelauflauf nochmal kurz zum Überbacken in den vorgeheizten Backofen, relativ weit oben bei 200 Grad mit angeschalteter Grillfunktion, so lange bis der Käse geschmolzen ist und alles eine schöne goldbraune Farbe angenommen hat. Den Spitzkohl-Nudelauflauf anschließend wieder aus dem Ofen holen. So sieht er dann aus. Jetzt nur noch auf Tellern verteilen, eventuell mit etwas gehackter Petersilie garnieren und servieren. Danach wünsche ich euch einen guten Appetit. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal.